Im Rahmen des EU-Projektes Durch Dialog Europa gestalten, Dialog gegen Populismus, Rassismus und Antisemitismus, darf ich heute mit Frau Barbara Edlinger ein Interview führen, für das ich mich gleich zu Beginn recht herzlich bei Ihnen bedanken möchte. Mich würde persönlich sehr interessieren, welche Zeit hat sie in Ihrem Leben gegeben, die Sie sehr geprägt hat, welche Einschnitte, ich denke da vielleicht an die 68er-Bewegung. Können Sie davon uns ein bisschen etwas berichten? Ich kann insofern über die 1968er-Bewegung berichten, als dass ich zu dieser Zeit noch ein Kind war, ein 4-jähriges Kind, das auf dem Land aufgewachsen ist, in einer bäuerlichen Umgebung. Und ich aber dennoch sehr geprägt worden bin durch diese Bewegung. Meine Eltern waren damals sehr jung, ich bin die älteste Tochter, meine Mutter war extrem jung, als sie mich bekommen hatte, auch mein Vater. Und meine Eltern waren sehr aufgeschlossen, neuen Bewegungen gegenüber und haben mich und meine Geschwister auch in diesem Sinn erzogen und aufwachsen lassen. Wie würden Sie die Erziehung beschreiben, die Sie da genossen haben? Ich habe eine sehr offene, eine sehr wertschätzende Erziehung genossen. Es ist eine gewaltfreie Erziehung genossen. Eine Erziehung, in der den Kindern großer Respekt gezollt wurde, was sie denken, wie sie fühlen, wie sie die Welt wahrnehmen, in einer sehr großen Freiheit, die auch meine Eltern gelebt haben, in diesem Umfeld, in dem sie sich befunden haben. Und in weiterer Folge hatte ich auch das Glück, dass ich in einer sehr aufgeschlossenen Schule war. Das war das Gymnasium in Leoben. Und ich hatte sehr junge Lehrer, die durch die Bank von den 68ern geprägt waren. Und in dieser Schule gab es einen offenen Geist, eine rege Diskussionskultur, eine sehr kritische Haltung den gesellschaftlichen Prozessen gegenüber. Und dem war ich sehr aufgeschlossen und das habe ich aufgesaugt. Haben Sie sich dadurch auch mehr politisch engagiert durch die Erziehung und die Schulbildung dann, oder hat es irgendwie weitere Folgen auf Ihre Entwicklung dann gehabt? Ja, dieses kritische Denken hatte sicher Folgen auf meine Entwicklung. Und das Interessante, ich habe später in meinem Leben, ich habe einen Künstler getroffen, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe, dem Tim Ulrichs. Und hatte ein Konzeptkünstler, ein konzeptueller Künstler, der sehr, sehr abstrakte Arbeiten hat. Und da habe ich eine Arbeit gesehen, wo ein Künstler eine Grube ausgehoben hatte und der Stuhl war in der Erde versenkt. Und ich war ein Volksschulkind und plötzlich war dieses Werk da, wo so ein geschützter Raum entstanden ist. Und das hat mich sehr wohl geprägt und das hat mein ganzes Leben eigentlich dann geprägt, weil ich mich dann das ganze Leben lang mit Kunst beschäftigt habe. Würden Sie auch sagen, dass man dann gesellschaftliche Veränderungen bemerkt hat? Natürlich kann ich heute sagen, rückblickend weiß ich natürlich, dass diese offene Haltung in der Kunst sehr viel bewirkt hat, dass da ganz viel entstehen konnte, dass diese Videokunst, die Konzeptkunst, dass sich das alles in dieser Zeit entwickelt hat. Dass Performancekunst ein wesentlicher Faktor war, auch schon in den 60er Jahren. Aber ich selber habe das damals nicht erlebt und nicht wahrgenommen. Also nur so in diesen Fragmenten, die mich aber dann schon in meiner Richtung beeinflusst haben. Und welche Erwartungen und Hoffnungen haben Sie dann damals als Kind gehabt? War das irgendwie etwas Spezielles? Neugier. Es war Neugier, also die Erwartung, Hoffnung. Ja, ich hatte schon Erwartung. Also eigentlich hatte ich so das Gefühl, das Gefühl oder den Wunsch nach einer besseren, nach einer guten Gesellschaft. Nach einer guten Gesellschaft, wo man einander hilft, wo es eine Gleichwertigkeit gibt, wo es keine Unterdrückung gibt, wo man niemanden
also bedroht. Also diese Hoffnung nach einer guten Gesellschaft, das war eigentlich schon vorhanden. Und die Hoffnung für eine gute Gesellschaft, hat sich das dann vielleicht später im Leben durch ein anderes einschneidendes Erlebnis, ist es vielleicht dann besser geworden, schlechter geworden, wenn Sie jetzt rückblickend das betrachten? Ich habe das Gefühl, dass es so in den 70er, 80er Jahren schon so eine Vision gegeben hat, ganz starke Vision gegeben hat, dass sich eine Gesellschaft öffnet, dass auch diese Multikulturalität sich positiv auf das Zusammenleben auswirkt, dass diese Offenheit Bereicherung darstellt. Das habe ich zum Beispiel auch mit meinen Eltern erlebt. Mein Vater, der ein gestandener Bauer war, ist ganz viel gereist. Der ist nach Israel gereist, der ist in den Norden gereist. Und das waren natürlich alles berufliche Reisen, aber dennoch so einen Aufbruch, glaube ich, den kenne ich aus Erzählungen aus früheren Zeiten nicht und das kenne ich auch heute in dem Sinn gar nicht so sehr, wie es in dieser Zeit war, wie offen man allem Neuen, auch Fremden gegenübergetreten ist. Und wie sehen Sie das? Die Fremden? Ja, das ist natürlich eine entsetzliche Entwicklung für mich und eine Entwicklung, die ja schon sehr lange eingesetzt hat. Das ist ja, und da kommen wir vielleicht auch auf diese Jahre 1989 zurück, die auch in diesem Kontext erwähnt wurden, denn in diesem Nachdenken, wie ich das damals erlebt habe, ist mir aufgefallen, dass es eigentlich damals, kurz nach dieser Wende, beziehungsweise schon zur Zeit der Wende, gab es schon so eine gewisse Angst vor diesem mächtigen Deutschland. Das habe ich wahrgenommen. Nicht? Ist es überhaupt möglich, dieses Deutschland wieder zu so einer großen Macht zusammenführen zu können? Würde dieses Deutschland nicht eigentlich zu stark werden und zu mächtig und eine zu große Kraft in Europa werden? Das waren so diese Anfangserinnerungen, die ich hatte und diese Skepsis gegenüber über diesen Zusammenschluss von Ost- und Westdeutschland. Und was dann eigentlich in den 90er Jahren so erschreckend war, auch in meinem Erleben, war, dass dieser Rechtsextremismus aus den ehemaligen Ostblockländern, beziehungsweise Ostdeutschland, nicht Ostblockländer, sondern Ostdeutschland, dass das da so stark aufgekeimt ist. Und eigentlich, entweder haben wir es sonst nicht wahrgenommen, aber so viel ich mich erinnern kann, war es schon diese Unterdrückung einer Geschichtswahrheit im Osten, die dann diese unaufgearbeiteten Themen, die ja vorhanden waren, mit einer unheimlichen Wucht wieder hochleben hat lassen. Und das war dann in meinem Rückblick auch so der Nährboden für zuerst einmal für den deutschsprachigen Raum, dass diese Themen dann so langsam, dieser Rechtsextremismus langsam wieder salonfähig wurden. Plötzlich durfte man wieder darüber sprechen, durfte mit diesen Meinungen, die vorher auch bei uns hier nicht, die tabuisiert wurden, worüber man nicht sprechen durfte, da durfte man plötzlich dann wieder sich äußern und dann war das auch wieder berechtigt. Und das war, glaube ich, auch so dieser Beginn, so habe ich es erlebt, dieser angstschürenden Politik. Und den Mauerfall, wie haben Sie das in Österreich wahrgenommen? Hat es da irgendwie Veränderungen, Auswirkungen auch gegeben? Ich habe den Mauerfall sehr bewusst erlebt. Wir hatten zu dieser Zeit, ich habe damals auch in einem Kunstverein gearbeitet und wir hatten zu dieser Zeit intensive Kontakte mit ostdeutschen Künstlerinnen. Damals war es ja für Künstler, fast nur, also vor der Wende war es ja nur Künstlerinnen und Sportlerinnen, fast nur Künstlerinnen und Sportlerinnen möglich, in den Westen auszureisen.
Und die Kunst war damals so ein Mittel, dass man über Einladungen es einen Austausch gegeben hat. Und da waren wir auch mit ostdeutschen Künstlern und Künstlerinnen in Kontakt. Und dadurch war das dann auch für mich 1989 sehr von Interesse, diesen Mauerfall zu verfolgen. Und ich habe das dann so erlebt, dass es dann plötzlich einfach war, diesen Austausch weiterzuführen. Neue Künstlerkolonien sind in Ostdeutschland entstanden. Also die Künstlerinnen und Künstler haben sich dort sehr rege betätigt und es sind Skulpturenparks entstanden. Und also ich habe das in dieser Kunstebene erlebt. Und das war natürlich auch interessant, weil die Bildung in der DDR sehr hoch war. Also es war das Wissen über österreichische Literatur zum Beispiel enorm hoch. Und da war dann dieser Austausch, der über die Kunst stattgefunden hat, ein sehr reger, intensiver und ein sehr interessanter. Sie haben kurz angesprochen, die Kunst von Österreich, speziell jetzt in Österreich. Welche Erinnerungen haben Sie da noch? Was war in der Zeit in Österreich? In der Zeit in Österreich war eigentlich der Boom der wilden Malerei. Das war die Zeit, in der galeriefähige Kunst wieder forciert wurde. Also eigentlich gab es da diesen Wendepunkt von einer rein abstrakten bzw. visionären Kunst, wie Videokunst, wie konzeptuelle Kunst, wieder zurück auf die Malerei, die wilde Malerei, Kunst, die stark kapitalisiert werden konnte. Und fällt Ihnen auch noch etwas ein, jetzt speziell zum Eisernen Vorhang, der ja an der Grenze zu Ungarn war, in der Richtung? Auch insofern, als dass es damals schon Künstler gegeben hat und Künstlerinnen, die mit diesem Eisernen Vorhang gearbeitet haben, thematisch gearbeitet haben. Ich erinnere mich jetzt in dem Moment an die Arbeit von Secip Fruja, der dieses Ödland entlang der Grenze fotografisch erfasst hat und sehr, sehr beeindruckende Bilder geschaffen hat. Mich würde auch noch besonders interessieren, Sie haben jetzt schon sehr viel über die Kunst auch berichtet, ob Sie auch gesellschaftliche Veränderungen dann in Österreich wahrgenommen haben und welche Hoffnungen, Erwartungen Sie aber auch gehabt haben zu der Zeit, 1989. Zu der Zeit, für mich war es, ja, ich hab Veränderungen, man hat Veränderungen wahrgenommen. Und zwar damals, also in meiner Erinnerung war es so diese Yuppie-Zeit, wo es ganz stark um das Kapital ging, ganz viel. Es ging darum, in kurzer Zeit sehr viel Geld zu machen. Das waren diese Yuppies, nannte man sie damals. Und es war eigentlich der Beginn dieses neuen Neoliberalismus. Das glaube ich schon. Meine Hoffnungen lagen nicht darin, in dieser Art von Politik und in dieser Art von Lebensform und gesellschaftlichen Entwicklung. Und in der Kunst, in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, hat man auch versucht, andere Formen des Zusammenlebens zu finden. Kollektives Arbeiten zum Beispiel war ganz wichtig. Es war der Beginn der Netzkultur zum Beispiel. Es gab ganz frühe Netzprojekte, basisdemokratische Netzprojekte. Das war eigentlich der Punkt, wo man gemeint hat, da liegt die Kraft drinnen. Das ist eine Vision, wie eine Gesellschaft in Zukunft aussehen könnte. Und wie nehmen Sie heute die populistischen Bewegungen in Österreich wahr? Ja, das ist in Wahrheit furchterregend, was sich tut. Vor allem, weil ich es beobachten kann, dass sich die Veränderungen so einschleichen.
Es ist das, was wir vielleicht noch vor ein paar Jahren als empörend gefunden haben, hat jetzt schon eine völlige Normalität erreicht. Und der Populismus ist ja insofern so heimtückisch, weil Probleme erzeugt werden. Es werden ja Probleme produziert, richtig, vor denen man sich dann fürchten muss. Und dann wird es so leicht, natürlich, weil dann hat man schon die Lösung für dieses Problem, das man selber erzeugt hat, parat. Und aufgefallen ist mir das letztes Jahr auf der Straße, und zwar in einem ganz einfachen Straßenschild. Ich bin da in der Obersteiermark unterwegs und mir fällt auf, dass da plötzlich Schilder stehen wie Drogen ist gleich Gefahr. Und dann denke ich mir, interessant, da habe ich mir gedacht, haben die in der Obersteiermark jetzt so ein Drogenproblem? Und habe das dann wieder weggeschoben. Und dann, einige Monate später, höre ich, dass eben von der Regierung ganz bewusst diese Schilder aufgestellt worden sind. Das heißt, es sind überhaupt nicht mehr Drogenfälle da, es ist alles ganz gleich geblieben, hat sich nichts verändert, aber man hat ein Problem plötzlich wichtig gemacht oder ein Problem erzeugt, wo man dann schon im Hintergrund wieder die Lösung hatte. Dann waren Sie da, die dann gegen diese Drogenproblematik, die bewusst hervorgezaubert wurde, eine Lösung hat. Und so einfach und so simpel funktioniert dieser Populismus. Und ich zähle mich eigentlich zu den kritischen Menschen und denke, ich versuche nachzudenken und dahinter zu schauen. Und ich bin reingefallen, ne? Weil ich mir denke, ich denke mir, haben die so ein großes Drogenproblem, nicht? So einfach geht's. Und wie sehen Sie dann auch in dem Zusammenhang die Fremdenfeindlichkeit in Österreich? Ja, das ist natürlich schlimm, was da passiert, weil auch das produziert wird. Und das ist ich denke, es ist eine Situation, die, wenn es so eine starke Migrationsbewegung gibt, wie sie eben durch diese Kriegshandlungen gegeben hat, dann ist es eine herausfordernde Situation. Aber da kommt es dann darauf an, wie reagiere ich darauf, wie gehe ich damit um, welche Lösungen versuche ich da hier einzubringen. Und was eben jetzt in den letzten Jahren passiert ist, war erschreckend, wie sehr man da polarisiert und welche Probleme man produziert und welche Projektionen man da auf Migranten auch wirft und wie dann damit umgegangen wird. Also erschreckend. Und vor allem muss man sagen, dass wir als Bürgerinnen zum Teil hilflos geworden sind, weil diese Gesetze so restriktiv sind, dass selbst wie es erst vor kurzem war, ein Anwalt sein Amt zurückgelegt hat, weil er sagt, er kann mit diesen Gesetzen einfach nicht mehr seine ethische Haltung, hinter seiner ethischen Haltung stehen, weil diese Gesetze, wie sie hier jetzt vollzogen werden, nicht mehr, hinter denen kann er nicht mehr stehen. Nicht? Also so weit sind wir. Welche Wünsche hätten Sie dann für Österreich? Was soll sich verändern, besser werden? Ja, ich wünsche mir, dass es wieder möglich ist, dass man eine Gesellschaft visionär denkt. Dass dieses visionäre Denken, wie wir Menschen miteinander leben können, nicht von Angst geprägt ist, sondern von einer Zuversicht und von einer Offenheit. Das würde ich mir wünschen. Haben Sie auch spezielle Wünsche oder Erwartungen gegenüber der EU und Europa? Ja, da habe ich natürlich. Ich wünsche mir ich wünsche mir genauso diese Offenheit. Ich wünsche mir diese Offenheit und vor allem ich wünsche mir, dass man Modelle entwickeln kann, die
oder Modelle entwickelt und in die Welt wirft, die sowas wie eine Utopie auch beinhalten, sodass man an etwas arbeiten kann, selbst wenn es nicht verwirklichbar ist. Aber so eine positive Utopie, wie es möglich sein könnte, dass wir Menschen, egal woher wir kommen, wie wir aussehen, miteinander gut leben können. Das wäre meine Hoffnung oder meine Wünsche, das sind meine Wünsche. Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch und für das Interview. Dankeschön. Danke auch.